Hallo ihr Lieben, willkommen zurück, willkommen bei Elianas Reise. Im letzten Kapitel haben wir über Artis Familie einiges erfahren, über seine Frau Chiara, von der man nicht weiß, wo sie sich im Moment aufhält, und von seiner Tochter Pola, die wir ja schon von Elianas Erzählungen kennen, deren letztes Lebenszeichen aus Ägypten vernommen wurde und man auch nicht weiß, was aktuell mit ihr ist. An dieser Stelle machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. 8. Kapitel. Das Ende der Idylle. Es hatte in der Nacht stark geregnet. Eliana stand mit einem großen Besen im Foyer des Gemeinschaftshauses und schob das Wasser hinaus, zusammen mit etwas Putz und Geröll, das von der Decke gefallen war. Arti hatte gestern Abend noch den Hauptcomputer aus dem Büro evakuiert und im Gästehaus angeschlossen, bevor das Unwetter losbrach. Jetzt war er mit dem Solvi im Büro und verstaute alles, was ihm noch nützlich erschien, in dessen Buckelkasten. Die beiden redeten leise miteinander. Eliana öffnete die Terrassentür der Kantine und schob auch dort die Wasserpfützen hinaus. Der Balkon über der Terrasse würde bald herunterkommen. Er hing nur noch an 2 nicht allzu dicken Stahlstreben. Eliana ließ die Terrassentür offen, um den muffigen Geruch abgestandener Feuchtigkeit aus dem Saal zu vertreiben. Im Kochbereich standen nur noch die schweren Geräte. Sie hatten genommen, was sie brauchen konnten, und alles andere, was transportabel war, hatten sie Broderick mitgegeben. Auch hatten sie durch die regelmäßigen Lieferungen an nicht mehr ganz salonfähigen Lebensmitteln nicht nur ausreichend Biogas, sondern sogar einen Überschuss, den Broderick anderen Siedlungen zugute kommen ließ und dafür die leeren Gasflaschen mitbrachte. Die Speisekammer war leer. Sie lebten im benachbarten Gästehaus und hatten alles dorthin gebracht. Auch brauchten sie zu zweit nicht so viel. Im Garten hatten sie ein paar Beete eingerichtet und etwas Gemüse angepflanzt. Die jungen Pflänzchen waren schon durch die Erde gebrochen und man konnte ihnen fast beim Wachsen zusehen. Es war schon Ende Mai und der Sommer stand vor der Tür. Eliana hatte letzte Woche ihren 13. Geburtstag gefeiert. Arti hatte ihr einen kleinen Kuchen gebacken, den sie dann lutschen mussten, weil er so hart war. Broderick hatte inzwischen seinen Platz in der kleinen Gemeinschaft gefunden. Er war abends überraschend vorbeigekommen, um Eliana zu gratulieren. Er hatte 3 Flaschen Bier auftreiben können, die sie sich dann zu Gemüte führten, während der gute Solvi warmherzige alte Lieder zu Artis Gitarrenspiel sang und die beiden Männer aus dem Nähkästchen plauderten. Eliana fühlte sich durch das Bier sehr schnell beschwipst und hörte nach der Hälfte auf. Broderick übernahm die 2. Hälfte. »Das lassen wir doch nicht verkommen«, hatte er gesagt. Ein wunderschöner Abend. Eliana war hier fertig und schaute nach Arti und dem Solvi, die noch im Büro zugange waren. »Schau, was ich gefunden habe«, sagte Arti triumphierend und hielt 2 Chipkarten in der Hand. »Die sind für die beiden Tresore. Schauen wir doch mal rein.« »Oh«, sagte Eliana, »ich wollte schon immer wissen, was die da drin haben.« »Ich auch«, Arti nickte zustimmend. Aber die Enttäuschung war so groß wie die Spannung, wenn nicht noch größer. Die Tresore waren beide leer. »Sie haben alles mitgenommen«, murrte Arti. »Ein Indiz mehr, dass das kein Überraschungsangriff war.« »Guten Morgen, junge Dame«, rief da eine vertraute Stimme hinter ihr. Eliana, die noch im Türrahmen stand, drehte sich um. »Brody, guten Morgen«, sagte sie. »Was für eine Nacht!
Ich hoffe, du bist trocken geblieben. Ja und nein, antwortete Broderick und zwinkerte Arti zu, der nun auch in der Tür stand. Du Glücklicher, lebst in direkter Nachbarschaft zu einem Weingut. Ja, seit Tari tot ist, fühle ich mich weniger allein mit einer Flasche Wein. Na, pass aber gut auf dich auf, meinte Arti. Wir haben viele Krankheiten überwunden, sind mit der radioaktiven Kontamination fertig geworden, aber der Alkoholismus ist immer noch eine reale Gefahr. Weiß ich doch, mein Lieber. Ich bin ja schließlich Arzt, lachte Broderick und stellte dann eine Kiste auf die Theke. Hier sind deine Bestellungen, alter Freund. Hast du noch Gas? Eine könnte ich dir noch abgeben, aber bring mir bitte Leergut, sonst kann ich das Gas nicht lagern und die Nachbarn nehmen vor dem Gestank Reißaus. Deine nächsten Nachbarn leben in 15 Kilometer Entfernung, sagte Broderick. Das ist auch gut so, meinte Arti. Ich war im Gefängnis und daher bin ich für die ein Terrorist. Das ist sogar in meinem ID-Chip vermerkt. Arti strich mit der linken Hand über seinen rechten Unterarm, wo sich der Chip als kleines Rechteck unter der Haut abbildete. Terroristen gibt es schon lange nicht mehr, wandte Broderick ein. Aber die Untergrundgemeinschaften werden gern als solche bezeichnet. Dabei sind sie friedlicher als der ganze Rest, fügte Arti verbittert hinzu. Klonland 3 ist eine der ältesten Laborsiedlungen, wie du weißt, erläuterte Broderick. Wenn jetzt nach fast 3 Monaten noch kein Bauteam da war, wird sie wohl bald abgerissen und ein komplett neuer und moderner Laborkomplex hingestellt. Ich habe es befürchtet, sagte Arti traurig. Aber ich liebe diesen Ort. Es sind so viele schöne Erinnerungen. Hier habe ich mit Chiara gespielt und gelernt. Hier haben wir in einer Vollmondnacht hinter den Kräuterbüschen im Garten die Liebe entdeckt. Hier haben wir gekämpft und gelitten. Und Dokumente gefälscht, warf Broderick gütig ein. Und als Chiara den Solbi bei einem Wettbewerb um die beste Kurzgeschichte gewonnen hat, wie viele Abende haben wir mit ihm zusammengesessen und alle möglichen Spiele ausprobiert. Und mir Entenfüße angeschraubt, quakte es aus dem Hintergrund. Der Solbi hatte seinen Namen gehört und er hatte zu dem Thema auch etwas zu sagen. »Ich liebe deine Entenfüße«, rief Eliana aus, und sanft schnurrte sie, »sie machen mich glücklich.« Dagegen hatte der Solbi natürlich keine Argumente. Er rollte kurz mit den Displays und tratterte ein wenig. »Eliana wird vielleicht bald Ärztin sein«, begann Arti ein neues Thema. »Möchtest du ihr mal das Labor zeigen?« »Mit dem größten Vergnügen«, antwortete Broderick. »Wir machen das am besten gleich, denn man weiß nie, wann die Abrissbirnen anrollen. Wenn ihr mich dazu nicht braucht, arbeite ich ein wenig am Solbi in der Zwischenzeit.« »Aber mach alle Schrauben wieder rein«, ermahnte der kleine Roboter. »Na klar«, beschwichtigte ihn Arti. Eliana und Broderick schritten über das Natuflex die Straße hinunter. Das Labor überragte die anderen Häuser um 2 Stockwerke und war daher aus der Ferne gut zu sehen. »Also eigentlich«, begann Eliana, »eigentlich möchte ich gar keine Ärztin werden«, bekannte sie. »Nicht?« Broderick schien überrascht. »Weißt du, wie du, ich meine...« »Ich bin ein Auftragsklon der städtischen Kliniken«, sagte Eliana. »Ich weiß Bescheid. Und die suchen mich, denn sie haben viel Geld bezahlt.« »Keinen Cent haben die bezahlt«, schnaubte Broderick. »Die staatlichen Einrichtungen, zu denen das Klinikum gehört, haben ein freies Kontingent für qualifiziertes Personal. Geld«, Broderick räusperte sich, »Geld gibt's nur von der hohen Prominenz.« Eliana überlegte kurz. »Arti sagte mir...« »Arti weiß auch nicht alles«, unterbrach sie Broderick. »Es macht mich wütend, wenn ich immer wieder sehe und höre, wie Lügen gegenüber den richtigen Personen ganze Völker in Schach halten können. In Lug und Trug, in Illusionen, die eines Tages wie Kartenhäuser über ihnen zusammenbrechen müssen. Aber das ist denen egal.
Hauptsache der Augenblick ist gerettet. Und nun zu Eliana gewandt: Die Menschen sind so, schon immer. Sie gingen schweigend weiter. In Elianas Kopf arbeitete es. Sie fühlte sich auf einmal hilflos, zu jung und hilflos für solche Wahrheiten. Ach, wenn die Welt doch nur aus ihr, Arti, dem Solbi und einem Kräutergärtchen bestünde. Ja, und der Broderick dürfte sie besuchen, so oft er wollte. Er würde von einem anderen Stern anreisen, um frische Brötchen zu bringen. Und zum Geburtstag eine Flasche Bier. Herrlich. Hast du von Pola gehört? Fragte Broderick auf einmal. Eliana schämte sich, dass sie gerade Pola in ihrer kleinen Welt vergessen hatte. Nein, gar nichts, leider, antwortete sie. Wir warten jeden Tag. Und du? Hast du Kontakt zu deinem Sohn? Nicht direkt, antwortete Broderick. Pero hat eine gute Position als freier Arzt, und da könnte ihm der Kontakt zu einem Vater, der im Knast gesessen hat, schaden. Wie schlimm, sagte Eliana mitfühlend. Wir haben Freunde, die zwischen uns unauffällig vermitteln, bekannte Broderick. Sowohl Artis als auch meine Familie sind im christlichen Untergrund organisiert. Und was macht ihr da? Nichts Besonderes, nicht mehr oder weniger als andere. Aber alle religiösen Gruppierungen, egal ob Christen, Muslime, Buddhisten, haben eine Gottheit als oberste Autorität und schließen damit aus, dass Menschen sich für Götter halten und sich auch so benehmen. Ein Gott, sagt Eliana. Was ist das? Eine absolute Autorität. Für die einen eine virtuelle Moral, die eine Ordnung aufrechterhält, für andere die Macht der Natur, für wieder andere eine unsichtbare Person wie ein uralter weißer Mann, eine uralte weiße Frau, ein strahlend weißer Engel mit großen flauschigen Flügeln oder auch ein uralter Baum oder ein Tier, wie zum Beispiel eine Kuh oder eine Katze. Das klingt ja fast so, als hätte jeder seinen eigenen Gott, schmunzelte Eliana. Naja, das nun nicht, aber jeder hat seine eigene Vorstellung. Sie hatten das Laborgebäude erreicht. Die Eingangstür war nicht abgeschlossen. Ich ahne nichts Gutes, murmelte Broderick, als sie das Gebäude betraten. Noch bevor er irgendetwas erklären konnte, fiel ihm auf, dass der Computer am Empfang fehlte. Ich glaube, das Gebäude wurde schon geräumt, sagte er leise. Seine Blicke suchten die Überwachungskameras. Diese waren nicht mit der Siedlungszentrale verbunden, sondern sendeten, wenn sie aktiv waren, direkt an die Bezirksverwaltung. Broderick beobachtete aufmerksam die Bodenfliesen vor sich, bevor er einen weiteren Schritt ins Gebäude unternahm. Er hielt auch Eliana zurück. Ich habe nicht an die Lichtschranken gedacht, die die Kameras auslösen. Siehst du diesen flaumigen Belag auf der dritten Fliese in der zweiten Reihe? Ja, sie scheint irgendwie heller zu sein. Das ist ein Kriechreflektor. Wenn er unterbrochen wird, schaltet er etwas ein, öffnet eine Tür, zündet eine Bombe, ganz nach Bedarf. Arti müsste wissen, wie man diese Reflektoren ausschaltet, zumal man sie nicht immer sehen kann. Dieser hier ist wohl defekt, dass er so verhältnismäßig hell strahlt. Eliana nickte. Ich hoffe, wir haben noch keinen ausgelöst. Darauf würde ich mich nicht verlassen, entgegnete Broderick mit Bedauern. So wie ich etwas höre, gebe ich euch Bescheid. Aber haltet euch jederzeit bereit, aus der Siedlung zu fliehen. Das waren allerdings keine guten Nachrichten. Gerade jetzt, wo alles so schön zu werden begann, wo das Gemüse zu wachsen begann, wo es Strom und Gas gab, gutes Essen und eine wunderbare Gemeinschaft. Ich weiß, sagte Arti, als die beiden zurück waren und berichtet hatten. Ich bin schon lange dabei, alles für eine schnelle Flucht vorzubereiten. Es ist mir auch endlich gelungen, den Solbi von seinem Trecker zu befreien. Jetzt kann er nicht mehr ausgelesen oder geortet werden. Wahrscheinlich hatte ihn keiner auf dem Schirm, zumindest bisher, entgegnete Broderick. Ich vermute es. Nun ist er neutral wie eine Kaffeemaschine.
Er kann zwar nicht mehr auf die Cloud zugreifen, aber das ist das kleinste Übel. Entenfüße sind schlimmer, maulte der Solby ratternd. Er schien mittlerweile geradezu Komplexe zu entwickeln. Solby, hob Arti an, wenn ich dir jetzt neue Füße bestelle, dann wissen sie, wo du bist, und dann kommen sie und stehlen deine Schrauben. Der Solby rollte erschrocken mit den Displays. Und deine Sonnenplatine, fügte Eliana mit gespielter Ernsthaftigkeit dazu. Und alle deine Freunde werden ins Gefängnis gesperrt, setzte Broderick noch einen drauf. Der Solby ratterte erbost. »Ihr foppt mich«, meckerte er los. »Aber nein«, wiegelte Eliana ab. Und sie verstand trotz ihrer zarten Jugend, dass diese Drohungen nicht aus der Luft gegriffen waren. »Ich liebe deine Füße«, sagte sie und spitzte die Lippen, aber der Solby wandte sich schmollend ab. »Du bist doch ein Roboter«, warf Arti ein. »Rattern. Stille.« »Entschuldige«, sagte Eliana, »niemand von uns würde dir jemals eine Schraube stehlen.« Rattern. »Niemand?« »Ehrlich, ich möchte, dass du glücklich bist«, sagte sie dann. »Gib mir ein Würstchen«, verlangte der Solby auf einmal. »Würstchen sind leider aus«, sagte Arti bedauernd, »aber du kannst noch ein Tröpfchen Öl haben, wenn du magst.« »Macht das auch glücklich?« »Ja«, riefen alle wie aus einem Munde. »Und noch viel mehr, wenn wir anstoßen«, sagte Broderick. Er holte 2 Flaschen Bier und eine Flasche Limonade aus seinem Transporter, den er vor dem Haus geparkt hatte. »Prost auf den besten Solby der Welt!« Na, wenn das dem Solby nicht runterging wie Öl. Damit ist das Kapitel für heute zu Ende, die Reise aber noch lange nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Ich freue mich schon auf euch und bis dahin lasst es euch gut gehen. Ciao.